Der Herbst ist Stilllebenzeit. Heute ein kleines Stillleben in Aquarelltechnik hier in der Aquarellwerkstatt. Die einfache Skizze habe ich hier schon aufs Papier gebracht und ich beginne jetzt mit dem Apfel. Mit leichten Farbaufträgen in Cadmiumgelb, Cadmiumrot und lichter Ocker. Den weißen Lichtreflex auf dem Apfel lasse ich frei, da bleibt das Papier weiß stehen. In die lichtabgewandte Seite setze ich einen etwas cremigeren Pinselschwung mit Ultramarinblau und kühlem Rot. Schön ist zu sehen, wie das reichliche Wasser im Pinsel den Farben hilft, sich miteinander zu verbinden. Für den Schatten des Apfels ziehe ich die dunkle Farbe einfach nach außen und immer dran denken, so wenig Pinselstriche wie möglich, damit es die Frische nicht verliert. Jetzt kümmere ich mich gleich mal um den Hintergrund und arbeite mit viel Wasser um den Apfel herum. Hier links möchte ich eine kühle Untermalung schaffen und mische deshalb Ultramarinblau dazu. Und nach oben hin wärme ich das Ganze mit lichtem Ocker etwas an. Ich habe jetzt schon den Plan, dass beim zweiten Farbauftrag hier noch eine kräftige Dunkelheit hinzukommt. Deshalb kann ich jetzt in diesem Schritt ganz locker nur die Farbtemperatur mit einer leichten Lasur vorbereiten. So ein paar Spritzer sind immer gut. Das gibt eine schöne zufällige Struktur in den Hintergrund. Das Papier steht wie immer leicht schräg und ihr seht, wie das Pigment zusammen mit dem Wasser nach unten läuft und sich ganz leicht und weich verbindet. Für die Flasche nehme ich jetzt Kobaltblau, Lavendelblau und ein wenig lichter Ocker, das liegt hier auch noch auf der Palette und sorgt für einen schönen Mischton. Ab und an lasse ich Lichtkanten stehen, nicht zu viele. Manchmal soll die Form auch mit dem Hintergrund verschmelzen. Mit Neutraltinte setze ich nass in nass Akzente in die Glasflasche. Unten kommt gleich ein bisschen Rot als Spiegelung vom Apfel mit dazu. Mit klarem Wasser hole ich mir jetzt die Farbtropfen ab, die hier oben an Flasche und Apfel und Hintergrund noch zu sehen sind. Dadurch bekomme ich einen leichten Tonwert für den Tisch im Vordergrund, der die Farbigkeit der Gegenstände wieder aufnimmt. Nach vorne hin dunkle ich ab mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau.
So, der erste Farbauftrag ist fertig. Trocknen lassen und Kaffeepause machen. Es ist immer wichtig, zu warten, bis das Papier wirklich ganz trocken ist. Notfalls föhne ich das Bild. Das ist zwar nicht ideal, weil die Pigmente durch den Luftstrom des Föhns sich nicht ganz in Ruhe auf dem Papier absetzen können. Es ist aber allemal besser zu föhnen, als auf einem halbfeuchten Papier weiterzumachen. Der Apfel wird jetzt überarbeitet, und zwar mit den gleichen Farben wie vorhin. Die Konsistenz der Farbe ist jetzt aber höher, sodass insgesamt dunklere Tonwerte entstehen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Mut. Eine kräftige Farbmischung mit wenig Wasser aus Neutraltinte, Sienna gebrannt und Ultramarin wird gegen den Apfel gesetzt und bringt ihn zum Leuchten. Am dunkelsten soll es in der Nähe des Apfels sein. Deshalb nehme ich weiter oben jetzt mehr Wasser dazu. Immer darauf achten, dass die Frische und Lockerheit des Pinselstrichs nicht verloren geht und immer nur so viele Pinselstriche wie nötig sind. Auch die Flasche wird jetzt überarbeitet. Immer noch ist viel Wasser mit im Spiel, aber eben jetzt auch eine dickere Soße aus Wasser und Pigment für das Erreichen der dunkleren Tonwerte. Hier den Hintergrund auf der rechten Seite versuche ich mit viel Wasser, aber auch mit viel Pigment ähnlich kräftig zu gestalten wie auf der anderen Seite und muss aufpassen, dass natürlich der Farbton einigermaßen korrespondiert mit dem, was ich auf der anderen Seite gemalt habe. Der Apfel bekommt hier auf der schattigen Seite noch eine dunkle, cremige Lasur und man sieht sehr schön, wie das Rot sich in den Hintergrund hineinbewegt und dadurch ein ganz malerischer Farbverlauf entsteht. Den Stiel arbeite ich nicht zu genau aus mit Sienna gebrannt und Neutraltinte und die Flasche bekommt jetzt noch einige Highlights mit Titanweiß, Lavendelblau und Kobalttürkis Light.
Auch der Apfel bekommt noch eine kleine Lichtkante mit Titanweiß und kann so noch besser vor dem dunklen Hintergrund leuchten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar oder ein Like. Ihr könnt meinen Kanal auch sehr gerne abonnieren. Es gibt von Zeit zu Zeit ein neues Video. Wenn ihr auf die Glocke drückt, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.